Oh, hallo meine lieben Zuschauer. Willkommen bei Onkel Buschel. Und heute mal wieder im Bild. Eine Mautstation. Ja, die letzte Mautstation in Frankreich, bevor es nach Spanien geht. Und das habe ich euch ja versprochen. Das nächste Video wird Spanien sein, habe ich euch gesagt. Und ihr kommt. Aber im Moment sind wir noch in Frankreich. Wir wollen durch die Ausläufer der Pyrenäen nach Spanien rein. Und das war so eine wunderschöne Landschaft. Och. Ja, ich habe ein bisschen gebastelt. Das geht nicht so ganz chronologisch. Aber ich wollte natürlich mit den besten Aufnahmen anfangen. Wir kommen jetzt gleich nach Spanien rein. Jupp, da sind wir. Wir sind in Spanien und haben jetzt den höchsten Punkt hier erreicht und von jetzt ab geht's bergab und och, das war so schön. Ja, meistens habe ich Pech gehabt. Aber an dem Tag habe ich tatsächlich mal ein bisschen einfangen können. So früh am Morgen. Stimmungsvoll, ne? Oh, ich fand's toll. Ich bin auf dem Weg nach Teruel. Ja, Teruel. Habe ich vorher noch nie was von gehört und ich hatte auch immer so ein bisschen Probleme, mir den Namen zu merken. Aber jetzt weiß ich's. Das ist jetzt der erste Teil der Spanienfahrt. Die Fahrt nach Teruel hin. Und es wird noch einen zweiten Teil geben, die Fahrt von Teruel weg dann. Ach, die war auch schön. Aber heute erstmal wollen wir dahin nach Teruel. In Teruel gibt es einen noch kleineren Flughafen. Und da will ich mein Triebwerk hinbringen, das ich hinten drauf geladen habe. So, ich sagte chronologisch ja nicht ganz richtig. Wir machen nochmal wieder einen Sprung nach Frankreich zurück, weil ich wollte euch ja auch das Mittelmeer zeigen. Das gehörte ja eigentlich unbedingt mit dazu zur Fahrt nach Spanien. Da links seht ihr es jetzt, das Mittelmeer. Soll ja keiner sagen, ich hätte es nicht gesehen. Ja, ihr jetzt auch, ne? Und nochmal, es verbleibt im Moment auch auf der linken Seite. Auf der Rückfahrt kann man es besser sehen. Dann wird es auf der rechten Seite sein. Ja, und man konnte es tatsächlich wesentlich besser sehen. Also freut euch auf den zweiten Teil. Der wird kommen. Aber jetzt fahren wir erstmal hin nach Teruel. Wir sind jetzt also halt nochmal nach Frankreich zurückgesprungen, weil ich euch diese Aufnahmen natürlich nicht auch vorenthalten wollte. Aber die Pyrenäen oder die Abfahrt aus den Pyrenäen natürlich wesentlich imposanter war und für den Start besser geeignet. Es hieß ja Spanienfahrt, erster Teil. Also sind wir erstmal reingefahren nach Spanien, um jetzt noch mal kurz nach Frankreich zurückzugehen. Die Aufnahmen sind Ende Januar entstanden. Ihr habt es ja bei dem letzten Video, es wird schon passen, gesehen. Da war in Deutschland winterliches Wetter. Ja, hier lag kein Schnee, aber man hat schon Frost und sowas gesehen. Aber jetzt sind wir in Spanien. Oder kurz vor Spanien. Noch in Frankreich, aber gleich wieder in Spanien. Nee, doch, wir sind in Spanien, ja.
Und da war das Wetter herrlich. Ich habe da Ende Januar schon meinen ersten Sommertag mit über 25 Grad gehabt. Och, das fand ich ja ganz toll. Wir bewegen uns durch das Küstengebirge. Ja, das kannte ich schon vorher. Anfang, Mitte der 80er Jahre mal Urlaub an der nördlich von Barcelona, ich weiß ja, Costa Dorada, genau, so hieß die, an der Costa Dorada gemacht. Calella hieß der Ort, wo wir da waren. War schön. Daher kenne ich diese Gegend auch schon. Ja, am Wasser, da ist es übrigens wieder das Mittelmeer da auf der linken Seite. Wettermäßig ist es dort unten an der Küste eigentlich immer schön. Hier in diesem Küstengebirge, da sind dann öfter mal Wolken gewesen, aber das hat uns am Strand ja so nicht sonderlich gestört. War schön. Kann ich eigentlich nur empfehlen. Gerade Barcelona mit der Sagrada Familia, die jetzt mittlerweile fertiggestellt ist. Ganz, ganz toll. Ja, durch Barcelona bin ich auch gefahren auf dieser Fahrt, aber nö, von der Autobahn aus war das nicht so toll, also erspare ich euch das. Aber wenn ihr die Rückfahrt nicht verpassen wollt von Teruel dann wieder, lasst doch bitte ein Abo da. Naja, vergesst das Glöckchen nicht, damit ihr das dann auch mitkriegt. Ja, diese Eigenwerbung, die muss halt immer sein. Machen alle, ne? Nicht nur ich. Wir sind jetzt zeitlich schon eine ganze Weile unterwegs. Habe ich euch natürlich nicht alles zugemutet. Es geht jetzt also auf den Abend zu. Und ich finde, eine wunderschöne Landschaft. Wenn es nachher ins spanische Hochland geht. Oh, auch schön. Und das wird im zweiten Teil dann so richtig mit den tollen Ausblicken da runter, wenn man von oben aus dem Hochland wieder zum Mittelmeer zurückfährt. Wir sind von der Autobahn runter, wir sind jetzt auf der, naja, was war das? Ja, weder Nationalstraße noch Autobahn, die Straße nach Teruel. Durch das spanische Hochland, aber jetzt klettern wir quasi hoch. Jo, die A23, aber keine Autobahn, wie ihr es seht. Hat euch dieses Video gefallen? Och, dann schaut doch gerne mal wieder vorbei. Und bis dahin sage ich wie immer, macht es gut und ja, wahrscheinlich noch diese Woche der zweite Teil.